Willkommen zurück zu Diebenworld, Männer. Wir spielen jetzt die letzte Schlacht der Berla-Kampagne und damit den letzten Teil dieser Videoreihe. Deshalb schauen wir uns jetzt mal das Truppenbuch an. Es ist nicht ganz die gleiche Armee wie in den Schlachten davor, sondern ich musste einen anderen Speicherstand auswählen, weil hier immer wieder Bugs auftreten und Einheiten verloren gehen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir zur Verfügung haben. Wir haben die Lanzenreiter, die auch verbessert sind und das Ballon des Blutes tragen und Moral gibt. Dann haben wir hier viel Infanterie, die werden wir noch ein bisschen aufbessern, indem wir Fußvolk kaufen. Das Fußvolk ist nicht so stark, aber wir haben viele Einheiten und wichtig ist mir jetzt vor allem, dass wir hier wenige Punkte zur Verfügung haben. Wir haben hier schon bei den Reitern die fast 190 Punkte, die wir nicht verwenden können, weil die Lanzenreiter 210 kosten. Dann können wir hier noch weitere adlige Lanzenreiter kaufen, Kaiserheer. Geben von mir aus auch das Schwert der Furcht an die Lanzenreiter weiter. Die Gegenstände machen, glaube ich, nicht so viel aus. Aber wir rüsten die einfach mal aus, weil die ein bisschen stärker sind als die Sturmreiter. Dann können wir hier bei der Infanterie beim Orden nichts machen, da haben wir keine Punkte mehr. Und bei den Helden können wir auch nicht viel machen. Borak Urka können wir, glaube ich, nicht verwenden, weil der von diesem Bug betroffen ist. Genau wie der Mob zum Beispiel, der wurde hier einsortiert. Okay, dann wir können vielleicht noch schauen, warum die Berserker besser sind. Genau, die haben eine Moral mehr. Das ist aber nicht so wichtig. Ansonsten ist hier keine Einheit verbessert, also nur die Lanzenreiter und die Berserker. Und dann schauen wir mal an, wie es läuft. Und wir sehen uns wieder, wenn die Armee aufgestellt ist. So, da sind wir bei der Aufstellung. Und dann schauen wir mal, für was ich mich entschieden habe. Vielleicht generell zum Schlachtfeld kann man sagen, dass hier unser Heerlager ist. Der Gegner hat uns von zwei Seiten im Prinzip umzingelt, hat sich auf so einer Straßenkreuzung formiert. Und jetzt ist interessant, links am Schlachtfeldrand ist noch Nachschub von uns erschienen. Den schauen wir uns mal an. Da haben wir nämlich verschiedene Truppen. Am interessantesten sicherlich der Drache, der auch fliegen kann und eine große Reichweite hat. Jetzt bewegen wir gerade mal den ganzen Nachschub. Auch eine neue Einheit ist hier diese Kampfstehherde, die genau wie der Drache die Eigenschaft hat, dass die Gegner überrennen können. Das heißt, sie können in die Reihen laufen, drüber laufen und nicht wie die anderen Einheiten sofort in den Nahkampf geraten. Die Bogenschützen werden wir nicht benutzen, die werde ich nur aus dem Weg laufen lassen. Die sind aber sehr interessant, weil die zur gleichen Klasse wie die Lanzenreiter zählen als Kavallerie, deshalb kann man mit denen die Lanzenreiter kaufen und auffüllen. Und die Sturmreiter kennen wir schon, die sind sehr schnell, das uns von großem Nutzen sein wird hier an der Flanke. Diese Nachschubgruppe laufe ich also hier zu dieser Kreuzung. Und da sehen wir auch schon, an der Kreuzung steht eine Kanone. Die Kanone versuche ich selber abzuschießen mit meinen Kanonen, aber falls das nicht schafft, dann muss das der Drache erledigen. Der hat immer die Aufgaben, dass er zu den Kanonen fliegen kann, oder Zauberer fliegen kann und die angreifen kann. Der Drache ist nicht so ein riesig starker Einzelkämpfer, deshalb muss man immer auch ein Auge auf den haben. Aber da wir noch andere Truppen dabei haben, sollte es kein Problem werden. Dann schauen wir mal an, was der Gegner noch an dieser Kreuzung hat. Also da sind so Tiermenscheneinheiten. Jetzt sehen wir auch noch ein Gefolge der Ritter, was recht lästig werden kann. So, mal schauen. Ein weiterer Mörser. Und dann sehr viele Eisbärenreiter und Tierberserker im Wald. Dann entlang der Straße mehrere starke Tiermenscheneinheiten. Schneetrolle,
die auch immer gefährlich werden können. Und Brüder des Eislords im Zentrum, flankiert von anderen Schneetrollen, Tierberserkern und normalen Tiermenscheneinheiten. Und dann an unserer rechten Flanke ist der dritte und letzte Mörser und weitere starke Tiermenscheneinheiten. Dazwischen auch immer ein paar Helden. Zauberer gibt es aber keine. Das sollten schon mal in die Hände spielen. Und dann schauen wir, für welche Aufstellung ich mich entschieden habe. Wir sind hier im Heerlager immer so ein bisschen begrenzt von diesen Zelten, weil wir als Hindernisse zählen. Und ich habe dann gegenüber von diesen Gegnern eine Falkaune aufgestellt und die Novizen sowie die Mammutjäger, die in der höchsten Not ohne zusätzliche Zauber kämpfen müssen. Deswegen habe ich hier noch einen Helden zur Seite gestellt. Dann haben wir hier eine weitere Kanone, beziehungsweise einen Mörser, der vor allem da ist, um den gegnerischen Mörser zur Not rauszunehmen, zusätzlich zur Falkaune. Dann die Druiden, die Bäume zaubern werden, um für das Zentrum quasi Helden zu haben, denn die Helden haben wir woanders aufgestellt. Dann im Zentrum haben wir hier zwei starke Einheiten mit den Ordensrittern und dem adligen Fußvolk, die zur Not auch so kämpfen können. Links davon haben wir die restliche Infanterie mit den Berserkern in der Mitte und dann drumherum die ganzen Fußvolkeinheiten, die alle nicht besonders stark sind, aber die hier nur ein bisschen aushalten müssen, so hoffen wir mal. Und an unserer linken Flanke haben wir dann die 4 Kavallerieeinheiten als Herzstück. Die werden mit den Zauberern gebufft, damit wir dann versuchen, mit denen die linke Flanke zu gewinnen und dann umzuschwenken ins Zentrum, wo die Infanterie die Linie halten soll. Zusätzlich haben wir dann hier das Hauptstück der Artillerie, um vor allem die Kanone auszuschalten und die hier vielleicht auch. Müssen wir mal schauen, wie es funktioniert. Ich habe dann hier unten noch die beiden Einheiten, die wir nicht benutzen, einfach eingestellt. Ja, die Schlacht ist eigentlich ein Grund, warum ich die Berla-Kampagne hier spiele, in diesem Let's Play. Denn es ist eigentlich eine der interessantesten Schlachten des Spiels, würde ich sagen. Man spielt gegen eine große Tiermenschenarmee, die wahrscheinlich noch ein bisschen größer ist als die eigene Armee. Daher kann man da nicht sich ewig Zeit nehmen und auf alle Einheiten die ganzen guten Zauber machen, sondern man muss auch einfach mal so kämpfen. Und dadurch entsteht eine große Schlacht mit großem Reiz. Zusätzlich kommt noch dazu, dass wir dann diesen Nachschub haben, der von der anderen Seite rangeführt wird, was dann auch so eine eigene Dynamik hier entfesselt. Und ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Dann fangen wir mal an. Schießen erstmal mit der Falkaune. Hier schießen wir mal dahinter. Und zerstören sogar direkt den Mörser. Das ist perfekt gelaufen. Das heißt, mit dieser Kanone werden wir dann auf eine Einheit schießen, denke ich mal. Dann wir hinten das gleiche Kurzstück vollbringen. Und schießen wir mal dahin. Hat Schaden gemacht, aber nicht zerstört. Jetzt haben wir hier eine Kanone dabei, die kein Feuer schießen kann. Das ist auch wieder ein Bug. Soll uns aber erstmal nicht stören. Und wir schießen vielleicht mit der noch nicht. Wie weit kommt die Kanone? Auch nicht so weit. Aber mit der Kanone werden wir Brandgeschoss schießen. Der ist schon eingestellt.
Und zwar werden wir versuchen, diesen Mörser hier anzuzünden, damit der Feuer fängt. Der Schuss könnte ein bisschen kurz werden. Der wird nächste Runde nicht sterben, denke ich. Aber vielleicht wird die Kanone aufgeladen als Reaktion auf das Feuer. Müssen wir mal schauen. Der sieht auch nicht so gut aus. Erreicht auch nichts. Okay, dann haben wir eine Kanone zerstört. Das ist doch schon mal was. Was wir dann noch machen können, ist Baumelementar schaffen, definitiv. Das hat auch sehr gut funktioniert. Die Einheiten lassen wir erstmal hinten stehen. Und dann, ich laufe mit den Helden ein bisschen vor. Weil die Helden werden gerne von Kanonen beschossen. Es ist mir aber lieber, dass die Helden beschossen werden, als dass Einheiten beschossen werden. Der Abstand sollte hier trotzdem noch groß genug sein, dass sie nicht mit angegriffen werden. Jetzt müssen wir überlegen, welche Zauber wir wollen. Ja, ich entscheide mich für heilige Stärke. Ist vielleicht ein bisschen riskant, aber wir werden versuchen, ohne den Moralzauber wie das Kind auszukommen. Der muss ein bisschen darunter. Die magische Parade nehmen wir mit. Das ist eigentlich auch in meinen Augen der universalste von diesen Zaubern. So, das heißt, in diesem Zustand werden die beiden kämpfen. Die werden wir noch ein bisschen verzaubern und dann müssen wir an die Infanterie ran, dass die besser wird. Weil im besten Fall werden natürlich die Mammutjäger und die Novizen auch eine magische Parade abbekommen. Aber das schauen wir mal. Die Kanone können wir noch nutzen. Schießen wir mal hier die Schneetrolle. Okay, das haut euch hier. Dann sind wir fertig. Schauen wir mal an, wie hier. Okay, jetzt bin ich uns gute Dinge, dass die Kanone sterben wird. Da haben wir es nicht hin. Schießen wir trotzdem nochmal hin. Da passiert nichts. Tja. Ich schieße trotzdem lieber nochmal auf die Kanone als auf eine Einheit. Auch wenn hier nichts bei rumspringt. Hier hinten können wir jetzt auf die Einheiten schießen.
Nehmen sie quer, dass wir beide erwischen. Wir erwischen aber gar nichts. Der kann langsamer davor laufen. Die laufen wir weiter hoch. So, jetzt ist ein Druide gestorben. Der Zauber ist fehlgeschlagen. Das heißt aber auch, dass dieses Baumelementar außer Kontrolle geraten ist. Jetzt willkürlich Einheiten angreifen kann. Ich hoffe mal, dass er nicht unsere eigenen Ordensritter angreift, sondern einfach stehen bleibt. Ja. Und dann die Gegner angreift, wenn sie kommen. Hier wurde schon auf unseren Dark Kilmore geschossen, den wir jetzt übrigens zweimal aufgestellt haben, wie einigen vielleicht schon aufgefallen ist. Aber als Ausgleich haben wir dann den Kelben nicht erhalten, unseren anderen Helden. Insofern sehe ich das nicht so dramatisch. Ich werde jetzt diese Einheit mal wieder findet. Wirken, das hat nicht funktioniert, das ist schlecht. Allein schon, weil die von den Kanonen beschossen werden. Das gefällt mir nicht. Es gibt auch einen Zauber gegen Fernkampf, der heißt Magischer Schild, aber von dem bin ich nicht so überzeugt. Das würde ich als Verschwendung ansehen, wenn wir den nutzen. Deswegen bleiben wir hier bei der magischen Parade. Ja. Von mir ist auch die Sturmreiter. Vielleicht war es das hier schon überall. Wir müssen wirklich vorankommen mit den Zaubern. Dieser Zauberer, der Draganor, der ist nur Stufe 1 und hat deshalb nicht so viele Magiepunkte. Diese Stufe 3 Magier, die haben quasi immer volle Magiepunkte, beziehungsweise regenerieren die schnell, während beim Draganor, ja, wir dann wirklich an den Punkt kommen, wo wir erstmal regenerieren müssen. Jetzt führen wir den Nachschritt ran. Mit dem laufen wir ganz vor. Das war vielleicht nicht so klug. Jetzt mal nicht. Wie sieht's hier aus? Ja, hier können wir noch warten. Da können wir noch schießen. Schießen wir einfach mal Eisbärenreiter, die haben auch eine niedrige Moral. Fliehen hier aber noch nicht. Ist die Frage, sollen wir hier noch irgendwas entwehren? Ich glaube nicht. Hier können wir ein bisschen vorlaufen. Die sind ja nicht die schnellsten. Ja, aber so ist doch erstmal gut.
Ja, der Kilmer hält sich noch ganz gut. Hier diese Kanone wurde immer noch nicht zerstört. Obwohl der Wind genau nach Nordwesten bläst. Das gefällt mir nicht. Naja, schauen wir mal. So, der Drache kann jetzt hier fliegen. Das heißt, er kann nächste Runde landen und die Kanone angreifen. Das ist immerhin ein kleiner Trost. Trotzdem werden wir noch den schießen. Der ging ziemlich daneben. Der Schuss hat eher Sachen schlechter gemacht, weil er noch so ein verbranntes Feld dahingelegt hat. Der ging ganz daneben. Da haben wir einen guten Schuss abgesetzt und die Schneetrolle fliegen direkt. Da das Spielverdraht hier nicht weit ist, können die sogar verschwinden. Das war natürlich stark. Hier kriegen wir uns im Moment hier so einen Schuss. Erwischen sogar einen. Und ja, ich glaube, wir kämpfen jetzt hier ohne Zauber. Das würde sonst zu lange dauern. Wir nutzen unseren Helden als Ankerpunkt. Und nehmen wir nicht. Wir wollen eigentlich mit denen auch noch mitkämpfen. Naja, erstmal laufen wir dahin. Ja, der Bauer wird als Ersatzheld fungieren, wenn er uns nicht angreift, aber den Gegner wahrscheinlich. Jetzt haben wir hier einen richtigen Helden wieder. Ich halte den doch mal zurück. Ich will erst wissen, wie sich die Situation hier darstellt. Hier ist so ein ganz schöner Angriffskeil, der uns trifft. Aber schauen wir erst nochmal da hinten. Ja, das nutzt ja nichts. Wir werden jetzt hier durchreiten. Jetzt sieht man auch diese Überrennenfähigkeit, die sogar so gut geklappt hat, dass wir alle vernichten. Das ist sehr stark. Dann laufen wir mit denen einfach mal dahin. Den bleiben wir einen hinten dran. Ja, jetzt sieht es hier natürlich sehr gut aus mit 3 Einheiten gegen eine plus der Drache. Jetzt werden wir ganz gut hier aufrollen. Die Kanonen haben alle gezogen. Hier sieht, was die gegnerischen Mörser hier angerichtet haben. Also von 10 Leuten einer Einheit sind hier noch 5 übrig. Die Hälfte reduziert. Jetzt werden wir die Berserker versorgen. Das Problem ist, dass die so schlecht sind. Das sind ja eigentlich die, die am ersten kämpfen würden. Ja, ich entscheide mich dann auch, den Orden zu stärken. Weil der vorne ist und kämpfen wird. Dann, jetzt müssen wir hier mal irgendwie zur Rande kommen. Ich denke mal, wir greifen hier an.
Der blockt den Weg zur Kanone, den Gegner hat. Allein einen hier rübergezogen. Das heißt aber auch, unseren Flankierungsplan können wir jetzt verwirklichen. Die Einheiten der zweiten Reihe habe ich immer ein bisschen kleinere Formationen einnehmen lassen, damit sie besser nachstoßen können, wenn nicht mehr so viel Platz ist. Theoretisch könnten wir die Falcone auch aufladen. Nicht mehr in diesem Zug. Den müssen wir irgendwann heilen, aber noch hat er 2 Leben. Dann sind wir wieder fertig. So, wir haben so in die Trolle fliehen, auch die könnten nächste Runde weg sein. Die Kämpfe liefen eigentlich alle ganz gut für uns, da habe ich jetzt keine Verluste gesehen. Das ist vielleicht ein bisschen Spielerei, aber laden wir noch auf. Da hat man gesehen, dass dieser Baum in den Nahkampf gegangen ist, aber chancenlos ist. Die Falcone wurde geschossen. Das hat nichts gebracht. Diese Kanone hier ist zäh. Okay, das sollte eigentlich der tote Kanone sein, nächste Runde. Dann stellen wir mal das Geschoss wieder auf Steingeschoss. Jetzt kann sie da nicht schießen. Nutzen wir auch die letzte Kanone. Ja, in diesem Pulk. Es passiert nichts. Dann nehme ich ihn nach. Was jetzt hier interessant ist, auch die Kampfsterbe ist außer Kontrolle geraten, weil ihr Treiber, der Anführer, besiegt wurde und gestorben ist. Dann werden wir versuchen, auch drüber zu laufen. Er läuft aber nur rein, aber sollte trotzdem den Kampf gewinnen. Greifen auch hier den Helden an, damit der nicht auf Ideen kommt, den Drachen anzugreifen. Laufen wir an der Kampfstehherde vorbei. Schwenken. Na. So, jetzt hat der Schwenk geklappt. Da halten wir uns mal die Option offen, was wir mit denen machen. So, jetzt hier die Einheiten. Die Sturmreiter können da hoch, das ist ganz gut.
Der ist aber sehr, sehr lediert. Ja, ich glaube, der muss auch ins Lazarett so ungefähr. Mindestens mal ein Herz sollte er haben. Dann die Sturmreiter. Die jetzt auch nicht die besten hier sind. Aber unterstützt von der Infanterie sollte das alles irgendwie funktionieren. Ja, wir greifen jetzt an auf breiter Front. Das ist ein schlechter Scherz. Hier können wir nicht angreifen. Naja, laufen wir dahin. Das ist das Problem an diesen ganzen Einheiten, die nicht weit laufen können. Die kommen nicht mehr in diesen Zaun drüber. Was haben wir da denn noch? Ja, die müssen, glaube ich, von hier rüber. Sonst reißt das in der Lücke auf. Zauberer werden ein bisschen nachführen. Ganz zur Not sind hier diese beiden Priesterzauberer auch passable Kämpfer, würde ich mal behaupten. Die anderen beiden nicht. Aber das wäre schon bitter, wenn wir die benutzen müssen. Es sollte jetzt aber auch aufwärts gehen. Wir werden jetzt versuchen, hier überall die Kämpfe schnell zu gewinnen, um die Einheiten wieder loszueisen. Die bleiben da zum Abfangen. Dann sind wir, glaube ich, wieder durch. Hoffen jetzt, dass der Mörser hier stirbt und dann sollte es gut laufen. So, die wichtigste Nachricht. Der Mörser ist tatsächlich verbrannt. Dafür als schlechtes sind aber die Schneetrolle, haben sich wieder gesammelt. Aber wir haben hier den Kampf gewonnen, können unsere Truppe rüberziehen. Dann laufe ich hier vor. Ich hatte Hated ja einfach mal als Fuchskämpfer aufgestellt. Das hat eigentlich nur Nachteile. Aber für den Flavor. Euer Wille geschehe.
Jetzt schwenke ich natürlich alles schon rüber, aber die Schneetrolle sind ja noch da oben. Naja, mal abwarten. Hier haben wir einen verloren, das war nicht so nett. Aber dafür sind die auch der Flucht. Können wir das irgendwie ausnutzen? Eigentlich sollten wir es ausnutzen. Vielleicht so. Oh, das ist eine ganz schlechte Situation, die ich hier provoziert habe. Aber die Infanterie haut ihn raus. Es kann trotzdem sein, dass der Dackel nur steht, weil er wirklich nicht der Stärkste ist. Aber was sollen wir machen? Wir müssen ihn benutzen. Wir hätten erst die Kanonen nutzen sollen. Aber können wir auch jetzt noch machen. Da sterben einige. Ja, die Falcone können wir glaube ich nicht mehr benutzen. Was passiert denn in dieser Flanke? Das Schlechte oder das Problem ist jetzt, dass hier Bogenschützen sind. Ich stelle dir mal diesen Stier dahin. Vielleicht schießen wir auch den, das wäre mir am liebsten. Okay, das ist sehr gut, dass sich hier wieder alles gefangen hat. Weil dann kann der Jorah nämlich hier den Angriff starten. Eigentlich wollte ich die angreifen, das geht jetzt aber nicht mehr. Hier das Feuer ist für uns nicht so gefährlich. Die haben alle gezogen. Dann sind wir wieder fertig. Die Schlacht läuft soweit ganz gut. Es gibt hier vielleicht im Zentrum so ein kritisches Moment, weil der Gegner hier viele Truppen hat, aber mal schauen, wie es sich entwickelt. Wir haben ja auch noch eine Einheit hier. Die werden wahrscheinlich angegriffen. Gucken wir einfach mal an.
Ja, die Infanterie schlägt sich erstaunlich gut, aber wir setzen auch immer nur zur Unterstützung ein. Schauen wir erstmal vielleicht von der linken Seite. Kanone ist zerstört, das ist optimal. Die haben wirklich diesen Stier abgeschossen. Jetzt werden wir sie in den Nahkampf zwingen. Da kann von mir auch der Drachen mitmischen. Und der Orden. Wenn wir Glück haben, fliehen die immer noch und sind dann oder werden dann an den Reitern sterben. So, dann müssen wir hier schauen, der Jordan wurde angegriffen. Und der hält sich ja formidabel. Oh. Die Sturmreiter, ja. Die sind am Fliegen. Naja. Oh, ich kann das nicht mit. So machen wir. Ja, hast recht, sich so ein bisschen, dass dieser Bug da, ne, uns die Helden genommen hat. Oh, die sind eigentlich so viele gestorben, die sollten mal fliegen. Denn idealerweise will man mit einer Einheit kämpfen. Ja, greifen wir damit an. Die Zauber auf sich hat und die Unterstützung von einem Helden hat. Oder so wie hier, die haben es ja auch ohne Zauber geschafft, aber mit Helden. Die laden wir mal ab, schießen da oben zu Brei. Der greift einfach mal hier an. Die haben wir hier ein bisschen überfordert, aber sonst rum. Die müssen raus aus diesen Zaunpfählen da, dass sie sich wieder frei bewegen können. Wir ignorieren jetzt mal den Fakt, dass da oben noch Schneetrolle stehen. Hier ist die Lage relativ ernst. Weil ich weiß nicht, dass so klug ist. Nein, wir zaubern jetzt auf die. Obwohl das eigentlich nicht so sinnvoll ist, weil viele sind das ja nicht mehr. Kann aber noch einen Baum schaffen. Das ist ja wirklich gut. Können wir noch schießen, was wir hätten zuerst tun sollen. Noch hat der Gegner genug Einheiten, auf die wir schießen können. Auch wenn sie nicht in der ersten Reihe stehen. Ist die Frage, ob wir jetzt auf die noch heilige Stärke zaubern. Eigentlich ist das Verschwendung. Schaffen die 3 Eisbären. Wir werden es versuchen. Das sieht noch okay aus. Wenn wir jetzt andere Valor stärken, beziehungsweise die müssen wir auch stärken. Ja, ich glaube, der muss schon mal in der Schneetrollen mitkämpfen. Die will ich noch zurückhalten. Ja, also es läuft noch ganz gut. Gibt ein paar kritische Stellen.
wo wir natürlich schauen müssen. Beenden wir die Runde. Ja, die Kämpfe liefen allgemein ziemlich gut, würde ich sagen. Vor allem der Orden hier hat ganz gut reingehauen. Hier sieht man, dass der Drache schon 1 oder 2 Herzen verloren hat, obwohl er nur gegen irgendwelche Feiglinge kämpft. Wichtig ist, dass die Berserker hier erstmal von den eigenen Marken geblockt werden. Hier ist der Jordan zum Glück wieder frei. Ja, würde natürlich gerne da oben gegenlaufen, werden aber nicht machen. Die brauchen Hilfe. Gerade weil der noch ein Held ist. Gut, aber jetzt sind wirklich ein paar Einheiten frei geworden, die wir nutzen können. Halten wir uns mal auf, wenn wir mit dem Baum hingehen. Oh, die haben gar nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Hätte eigentlich schon noch gerne magische Parade auf den Mammutjägern. Das scheint aber nicht ganz realistisch zu sein. Ja, die Sichtlinie wird geblockt. Ja, dann kriegen sie die Novizen.
Ja. Ich weiß nicht, lieber nicht. Ja, jede Seite sind die Kämpfe so gut wie entschieden. Die können da irgendwo noch mitmischen. Ah, die Berserker sind bewegungsfähig. Ja, die Kämpfe liefen ganz gut, aber es gab auch Verluste natürlich. Das bleibt nicht aus. Ich glaube, die haben sich gar nicht bewegt. Hier sind überall so fliehende Einheiten. Ich will die eigentlich nicht alle dann aus 3 Kilometer Entfernung nochmal aufhalten müssen, falls sie sich sammeln sollten. Aber gut, sei es drum. Jetzt sind wir hier durchgebrochen. Den Baum schickt man so ein bisschen ins Verderben. Ah, ich dachte, die Milizen können auch noch dazu. Hier dieser adliges Fußvolk, das wird hier völlig aufgerieben, kämpft aber auch gegen 2 sehr starke Einheiten. Muss man dazu sagen. Da hätte ich eigentlich gerne noch was dabei. Ja, das Problem ist ja immer noch so Reste. Hier sind noch die guten Einheiten. Ja, ich laufe lieber gegen die Fliegenden. Keine Lust, dass sie sich nochmal sammeln.
Die Sturmreiter sind auch nicht so stark. Wir haben ja schon gesehen, dass einer hier geflohen ist. Hatten auch keinen Meridas Kind. Ja, eigentlich will man den Zauber, will man wirklich alle 3 Zauber drauf haben. Oh ja, gegen die Schneetruder, das wird alles hart. Die Frage ist, welche Einheit wir noch verbessern. Ich könnte es die da gebrauchen. Jo, das war's wieder. Ja, das Fußvolk flieht. Wer will es ihm verdenken? Dafür haben wir jetzt hier in der Flanke alles gewonnen. Und werden mit dem Jorgan diese Aufgaben erledigen, die Flüchtenden hier zu mähen. Jetzt flüchten die genau in unsere Richtung, aber hoffen wir einfach mal, dass die den Moraltest nicht bestehen. Ah. Es geht noch besser, der kommt da dran. Das war optimal. Genau. Ihr seid jetzt ganz gut. Der hat die ehrenvolle Aufgabe, die da zu blocken. Dass die nicht ins Nirvana laufen. Oh, ja, dann müssen wir jetzt entweder den Heiltrank benutzen oder ihn dann heilen. Die lassen wir einfach mal zurücklaufen. Und dann mitkämpfen. Oh Gott, jetzt hier der Drache noch mit dem Rücken zum Gegner, das ist ganz schlecht.
Okay, die müssen die geflohenen Gegner niedertrampeln. Die können jetzt hier einschwenken. Genau wie die. Also die Lanzenreiter haben sich tadellos geschlagen, ohne Verluste. Die Infanterie hat für das, was er ist, sich auch ganz gut geschlagen. Ich stelle die jetzt einfach da dran, damit die dann im Nahkampf sind. Okay, schauen wir mal, wie es ausgeht. Die haben sich verbessert, die Mammutjäger haben sich verbessert. Das gefällt uns gut. Da bleiben wir uns treu. Träumen wir auf, uns zu zaubern. Hier haben wir auch gewonnen. Ja, ich glaube, die Truppen sind überflüssig. Ich denke mal, die werden auch dort mit angreifen können. Wir brauchen unbedingt hier den Schneetrollen. Ich wollte gerade sagen, kann der nicht da draufstehen? Der Orden, nachdem er anfänglich gut war, hat sich auch irgendwie ein bisschen hängen lassen. Hier ist alles verworren. Das spielt aber, glaube ich, auch keine große Rolle mehr. Die Frage ist ja, ob wir die flüchtenden Gegner noch zerstören können, ohne irgendwelche Kunststücke zu vollführen. Oder vollführen zu müssen. Und die können auch damit angreifen. Das lassen wir uns nicht nehmen. Jetzt ein bisschen ihre Ehre wieder herstellen. Wir benutzen mal den Gegenstand.
So, dann schauen wir mal. Sehen, das sind die Schneetrolle. Sonst völlig umzingelte Einheiten. Die 2 Einheiten, die fliehen. Hoffentlich fliehen sie vom Schlachtfeld. Aber es lief alles ziemlich gut. Ich glaube, ich habe es gehört, irgendwelche haben sich hier wieder gesammelt, die da hinten, ja. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für die Helden, diese beiden Eisbärenreiter da umzuhauen. Hier gibt es ja auch fast nichts mehr, was noch kämpft. Der Drache kann auch irgendwie, weil er so schnell ist. Ja, okay. Nur noch die Reste clearen. So, die sind, glaube ich, geflohen. Gut, der Jorgen ist gleich da. Vielleicht ist es jetzt nicht weg. So, das war's. Wir sehen, wir haben ziemlich hohe Verluste erlitten. Magier, das ist dieser eine Druide, der bei dem Zauber gestorben ist. Orden, ja, das sind die Ordensritter. Die sind eben relativ teuer. Da haben wir wahrscheinlich 3-4 Leute verloren. Adlige, das ist zum Teil das adlige Fußvolk. Und dann wahrscheinlich die Sturmreiter. Und Soldaten. Okay, das ist das ganze normale Fußvolk, die Berserker. Da haben wir viele verloren, aber die hatten auch eine schwere Aufgabe. Ich mache noch eine kurze Nachbesprechung im Truppenbuch. So, da sind wir im Truppenbuch und schauen uns mal an, was nach der Schlacht so los ist. Jetzt sehen wir direkt wieder hier diese Einheiten, die dann vom Bug betroffen wären. Ja, die Lanzenreiter haben sich ganz gut geschlagen, denke ich. Vor allem, wenn man die immer wieder auffüllen kann, ist es eine schöne Einheit, weil die schnell sind. Dann die ganzen Infanterieeinheiten. Sehen wir jetzt, dass die oder viele von denen aufgestiegen sind, was die natürlich auch besser macht. Das heißt, wir hätten jetzt zum Beispiel die beiden Einheiten verkaufen können und wieder unsere besseren Einheiten auffüllen, genau wie die Mammutäger, die jetzt wie eine Kavallerieeinheit sind, kann man sagen. Sehr beweglich,
geworden. Die Berserker, ja, die herbe Verluste erlitten hatten. Vielleicht ein bisschen underperformt haben. Dann hier die Sturmreiter sind so aufgestiegen, haben Moral bekommen, nachdem sie erst geflohen sind. Das heißt, wir könnten jetzt hier vielleicht die Sturmreiter verkaufen und die wieder aufhören oder Lanzenreiter verkaufen. Wobei sich die Lanzenreiter ja tadellos geschlagen haben. Hier würden wir es definitiv so machen, dass wir eine Lanzeneinheit verkaufen, dass wir mal Nachschub für die haben. Zum Beispiel die hier sind auch aufgestiegen. Das ist sehr schön, dass sie jetzt Reichweite mehr haben. Die sind ja sehr langsam, was ihr größter Nachteil ist. Und wenn man die mit allen Zaubern versiegt, dann kämpfen die natürlich auch noch besser. Wir hatten jetzt, glaube ich, nur die heilige Stärke auf ihnen, weil sie eben 4 statt 3 Schwertern haben. Und die Novizen, die sich jetzt zufälligerweise gut geschlagen haben, Panzerung gehalten haben, bei denen sieht man auch gerne mal höhere Verluste und Flucht. Das kann schon passieren. Daher sieht man auch die Einheiten unten einsortiert, die man dann verlieren würden. Ja, diese Bugs sind nicht schön, gehören aber leider auch zu Demon World. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Man kann also auch Demon World mit Nahkämpfern spielen. Und ich finde, die Berla-Kampagne eignet sich perfekt dazu, weil sie genau diesen Punkt hat, dass man schon einige Einheiten hat, der Gegner aber noch sehr stark ist. Also wir haben es ja gesehen, wir hatten jetzt 1000 Punkte Verluste, also Pappenstiel ist es nicht. Aber wir sind natürlich auch noch davon entfernt, von der späteren Armeegröße, wenn man wirklich so viele Einheiten hat, dass man gar nicht mehr überhaupt alle einsetzen kann. Und dass man natürlich auch so viele Zauberer hatte, dass man alle Einheiten immer perfekt ausstatten kann. Die hat's ganz schnell nicht, die Jungs. Ja, was natürlich schade war, dass wir um diese ganzen Helden betrogen sind. Also es sind jetzt irgendwie 4, 5 Helden, glaube ich, weg und ein Zauberer. Das ist schon ganz schön viel. Ja. Aber ich fand's trotzdem gut. Ich hoffe ihr auch. Also dann, bis irgendwann. Macht's gut. Ciao.